Wie kommen wir nachhaltig an ausreichend Energie? Eine der ganz großen Fragen der Weltbevölkerung. Ein großes Problem sehe ich da zum Beispiel im Bereich der Mobilität, weil wir da immer auf Zwischenspeicher zugreifen müssen, damit wir die Energie dann letztlich auch im Transportsektor nutzen können und eben hier wirklich dann auch CO2-frei oder zumindest CO2-neutral arbeiten können. Das Ziel dieser ganzen Anstrengungen in der Energieforschung ist natürlich, uns als Gesellschaft unabhängig zu machen von fossiler Energie, in ein CO2-neutrales System umzuschwenken und damit eben den Klimawandel auch weniger stark anzutreiben. Über jedem Kopf eines Bundesbürgers, ob klein, ob alt, brennen 60, 100 Watt Lampen. Immer, Tag und Nacht. Das ist unser Energieverbrauch. So, und die Schweiz hatte mal vor Jahren die Idee, zu sagen, wir wollen wieder zurück zur 2-Kilowatt-Gesellschaft. Also auf ein Drittel runter. Haben sie nach ein paar Jahren ganz sang- und klanglos beerdigt, das Projekt, weil es einfach nicht ging. Das heißt also, unseren Energiekonsum wirklich runterzuschrauben. Also das heißt, so langsam einzelne 100 Watt Lampen quasi aus unserem Verbrauch im übertragenen Sinne auszudrehen und zu sagen, okay, ich bin jetzt runter, ist sehr, sehr schwierig, individuell. Und das sind ganz viele Elemente. Wir sind ja eben halt oft nicht bereit, Abstriche zu machen. Nehmen wir jetzt mal an, es gäbe kein Öl mehr oder es würde schlichtweg einfach nicht mehr zur Verfügung gestellt, nicht mehr geliefert werden, dann glaube ich, würden viel mehr Forschungsaktivitäten in den Bereich der Batterieforschung, der Brennstoffzellenforschung gehen und dass man sich dort auch viel mehr trauen würde. Und ich glaube, das ist ein großes Problem, was es so ein bisschen in Deutschland gibt, habe ich das Gefühl, dass man zu wenig risikobereit ist, was die Forschung angeht, zu wenig neue Innovationen im Prinzip versucht nach vorne zu pushen, während man ja auch berücksichtigen muss, wie lange die mittlerweile etablierten Systeme ja letztlich beforscht wurden. Und ich denke, wenn man aber auch in 10 oder 20 Jahren noch weltweit führend sein möchte mit seinen Technologien, muss man eben auch risikobereit sein und Innovationen fördern, auch wenn das Risiko dabei ist, dass vielleicht ein Teil dieser Innovationen sich tatsächlich als unbrauchbar entpuppt. Und wir müssen das, glaube ich, auch sehen, als ein Investment in die Zukunft. Das kostet Geld. Aber wenn wir es nicht machen, dann bleiben wir länger an der Rohölnadel hängen, von der wir abhängig sind, wie Süchtige. Also wir müssen sozusagen diesen Wechsel, glaube ich, einfach schaffen. Und wir müssen akzeptieren, dass uns das Geld kostet. Dass das aber ein Investment ist, das sich auszahlen wird, weil wir dadurch Freiheit gewinnen werden. Also ich würde so ein nachhaltiges Energiesystem nicht nur aufgrund der CO2-Bilanz anschauen, sondern eben auch in Bezug auf den Materialeinsatz. Also die Energieerzeugung, Elektrizitätserzeugung, Speicherung und dann auch die Nutzung in einem Kreislauf zu haben und dazu auch die Materialien, die man einsetzt, eben wieder zu verwenden. Das heißt, wenn man jetzt auf Solarenergie setzen möchte, wenn man auf Elektrolyse von Wasser setzen möchte, dann muss man erstens die richtigen Bauelemente haben und die richtigen Apparate bauen können. Und um das tun zu können, braucht man eben Materialien. Also zum Beispiel in der Elektrolyse von Wasser verwendet man häufig Edelmetalle, Platin, Ruthenium, Iridium. Und das sind eben kritische Metalle. Die sind nicht gut verfügbar. Deswegen versuchen wir auch, diese Materialien gut zu verstehen, um dann an Ersatzmaterialien arbeiten zu können, die dann weniger Edelmetall haben oder überhaupt kein Edelmetall. Damit wir einen komplett nachhaltigen Energiekreislauf haben können, brauchen wir im Prinzip eine Speichermöglichkeit. Das heißt, idealerweise wollen wir zum Beispiel über Photovoltaik oder über Wind den Strom erzeugen. Dann müssen wir die Möglichkeit der Zwischenspeicherung haben. Das könnten Batterien sein, das könnten Redox-Flow-Batterien sein, das könnten eben aber auch chemische Speicher sein. Chemische Speicher wären zum Beispiel der Wasserstoff im einfachsten Fall oder eben synthetische Treibstoffe. Wenn man jetzt zum Beispiel den Wasserstoff betrachtet, wäre es eben so, dass wir im Prinzip den Strom nutzen würden aus Überschusszeiten, um damit dann über eine Elektrolyse den Wasserstoff zu erzeugen. Der Wasserstoff kann dann gespeichert werden, er kann genutzt werden, um zum Beispiel höherwertige Kohlenwasserstoffe erzeugen zu können über die Reaktion mit CO2. Oder aber er kann direkt in der Brennstoffzelle im Automobil genutzt werden. Ich denke, da kommt die Elektromobilität jetzt sehr, sehr rasch.
ohne dass wir das groß merken tatsächlich über uns. Das ist auch etwas, was natürlich das sehr Schöne dann an diesem Forschungsgebiet ist, dass natürlich auch Studierende Lust haben, Dinge zu machen, die relevant sind, die gesellschaftlich relevant sind, die irgendwie ankommen. Wir in der physikalischen Chemie, Teilgebiet der Chemie, arbeiten wir an den Grundlagen der Elektromobilität. Wir arbeiten an der Chemie für elektrochemische Speicher. Wie können wir Chemie entwickeln, die tatsächlich dafür sorgt, dass wir viel länger lebensdauernde Speicher haben oder Speicher, die schneller geladen werden können. All das sind ja Fragen, die uns beschäftigen. Wie sieht diese Chemie darin aus? Wir öffnen die Möglichkeiten, Ingenieure nutzen die Möglichkeiten. Gut, und dann ist die Industrie, die dann natürlich zeigen muss, dass man dann auch etwas kostenvernünftig umsetzen kann. Also es ist eine Kette, die sehr lang ist. Und wir stehen sozusagen mit unseren Arbeiten am Anfang. Energieforschung ist hoch interdisziplinär. Das heißt also, die Systeme sind häufig so komplex, dass es eine Disziplin gar nicht verstehen kann. In der Solarzelle hat man anorganische Materialien, die absorbieren, die muss man synthetisieren. Man muss als Physiker verstehen, was machen die Ladungsträger. Man muss Materialwissenschaftler sein, um vielleicht die Kontaktlagen ordentlich aufzubringen und zu verstehen, und dann noch Ingenieur, um dann die Solarzelle bauen zu können. Das ist meistens nicht eine Person und häufig auch nicht ein Institut, sondern eben ein Verbund von Forschern. Also ich glaube, dass in der Wissenschaft unglaublich wichtig ist, Perspektivwechsel einzunehmen. Weil jeder hat aus seinem Wissenschaftsgebiet heraus einen bestimmten Blick auf Dinge, der oft ganz viel tradiertes Wissen auch bedeutet. Da steckt auch viel Erfahrung drin, die ganz wichtig ist, natürlich. Aber es kann sein, dass wenn man dann plötzlich jemand anderen Kolleginnen aus einer ganz anderen Fachrichtung fragt, die guckt dann auf sozusagen das Objekt, Gegenstand der Untersuchung aus einer ganz anderen Perspektive und wird das ganz anders sehen. Und aus dem Zusammensetzen solcher verschiedenen Perspektiven entstehen dann oft erst die richtigen Bilder.